Hallo und herzlich willkommen zurück zu Java. Wir machen diesmal was zu Benutzereingaben oder generell zu Input-Stream-Readern oder auch einfach Buffered-Readern. Ähm, Deswegen möchte ich euch gleich mal was dazu zeigen. Nämlich so liest man Benutzereingaben überhaupt von der Konsole her aus. Oder so kann man auch Webseiten auslesen, so kann man alles Mögliche machen, weil die meisten Sachen halt einfach als Stream-Reader gepackt sind und deswegen sind sie wichtig. So, also wie lese ich von der Konsole die Eingaben des Benutzers ein? Dazu brauche ich hier erstmal einen Buffered Reader. Äh, Buffered Reader. So, und das bedeutet so viel wie, ach ja genau, Imports kennt ihr ja auch noch nicht. Und zwar tut man hier einfach oben dran über die Klasse schreiben import java.io.bufferedreader. Das ist dann halt der Buffered Reader, das hat mir jetzt gerade Eclipse automatisch gemacht. So kann man auch eigene Klassen importieren, also wenn ich jetzt irgendwo noch was hingeschrieben hätte wie, keine Ahnung, oder meine eigenen, kommt dann halt immer hier der Packet Name rein. Wurscht, also java.awt. Und so tue ich einfach alles von Java AWT direkt importieren. Genau, noch zurück zum Buffered Reader. Äh, Das ist jetzt, den nennen wir einfach. Also der braucht ja auch einen Namen. Das hier ist quasi eine Klasse, Buffered Reader, die von Java geschrieben wurde. Nennen wir ihn einfach blub. Ist gleich New Buffered Reader, das kennt ihr ja. So, und jetzt sieht man hier, wenn man dieses New eingibt, dass der auch noch einen Reader in braucht. Das ist dann ein Input Reader. Naja, was soll das dann sein? Wir wollen einen neuen Input Stream Reader haben. Input Stream Reader. Und das Argument 0 ist ein Input Stream. Also der Input Stream Reader liest sozusagen einen Input Stream. Das hört sich jetzt erstmal komplett kompliziert an, weil wir hier neuer Buffered Reader, neuer Input Stream Reader. Wir brauchen diesen Input Stream Reader nirgends speichern, da wir den einfach nur so benutzen, um diesen Buffered Reader zu erstellen. Der ist dann quasi hier drin festgehalten. Also wir brauchen den nicht irgendwie zwischenspeichern oder so. So, und die Eingabe von der Konsole nennt sich system.in. Und es ist lustigerweise ein Input Stream. So, und jetzt haben wir schon alles, was wir brauchen, um die Benutzereingaben zu lesen. Das heißt, ähm, wir haben hier jetzt einen Input Stream Reader und wir haben einen Input Stream Reader und einen Input Stream. Und die packen wir in einen Buffered Reader, der uns dann eben helfen soll, die Benutzereingaben auszulesen. So, und normalerweise sind es natürlich Zeichenketten, die der Benutzer eingibt, deswegen hier mal ähm, ja, ein String erstellt. So, und jetzt können wir ja einfach mal probieren, ähm, zu lesen, was der gemacht hat. Also Input gleich. So, und jetzt greifen wir auf diesen Buffered Reader zu. Indem wir sagen blub, so heißt unser Buffered Reader, read line. So. Und jetzt wird das hier, also wird quasi das, was unser Buffered Reader als Zeile hat. Also ihr müsst euch das so vorstellen, der Buffered Reader äh, so. Das sind auch Kommentare, die können über mehrere Zeilen gehen. Das ist ziemlich cool eigentlich. Unser Benutzer gibt ein ASDF, WASD, ABCD. So, und mit diesem äh, bufferedreader.readline lesen wir immer genau eine Zeile, das heißt bis zum Zeilenabschluss. Input ist dann im ersten Fall ASDF. Okay, so, das heißt, wir kriegen in unser Input ASDF rein. Nun, was passiert hier? Und das möchte ich euch in diesem Video auch noch zeigen, was Exceptions sind und wie man diese Dinger behandelt. Also da kann natürlich ein Fehler auftreten, wenn zum Beispiel der Benutzer gar nichts eingibt, dann gibt es keine Zeile. Zum Beispiel, wenn jetzt hier einfach nichts stehen würde. Der Benutzer gibt nichts ein und drückt Enter. Dann habe ich hier überhaupt nichts, was er eingegeben hat. Das heißt, es kommt nichts zurück. So, in diesem Zusammenhang
möchte ich euch auch gleich das Schlüsselwort null vorstellen. Äh, hier Input gleich null. Null heißt einfach nichts. Also es gibt quasi Input nicht, es gibt nur die Variable Input, aber die hat keinerlei Inhalt. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf zugreife, kriege ich auch einen Fehler. Der heißt Null Pointer. Am besten macht ihr sowas nicht. Das ist ziemlich gefährlich. Aber mit Exceptions muss man klarkommen. Hier kann Null zurückgegeben werden oder eben er wirft einfach eine. Upsala, das wollte ich nicht. Er wirft einfach eine Exception. Und deswegen muss man sie mit Try und Catch umschließen. Try macht einfach das, was ihr da machen wollt, wobei eine Exception passieren kann, also es kann ein Fehler auftreten. Deswegen probiert ihr das und falls es nicht funktioniert, dann fangt ihr eine Exception auf und euer Programm läuft trotzdem weiter. Also steht hier sowas wie probier aus, ob du die Zeile lesen kannst. Und wenn du es kannst, dann mach hier unten weiter. Und wenn du es nicht kannst, dann fang die Fehlermeldung auf, die da kommt. IO-Exception heißt Input-Output-Exception und gib mir aus, was da passiert ist. Und dann läuft aber das Programm auch nicht weiter. Aber es sagt euch wenigstens, was passiert ist. So, also wir probieren hier eine Zeile zu lesen und geben diese Zeile aus, indem wir sagen, du wolltest also und den Input. So, und jetzt lassen wir das mal laufen. Und jetzt wartet unser Programm, also es läuft. Das sehen wir hier, dass wir es terminaten können. Das heißt, wir schießen es ab. Wollen wir jetzt aber nicht machen. Wir wollen was eingeben. Hi. Du wolltest also hi. So, das heißt, wir haben hier eine Zeile gelesen und wir sind hier hergegangen und haben ausgegeben, du wolltest also und das, was der Benutzer eingegeben hat. Das können wir jetzt nochmal laufen lassen. Random auf der Tastatur rumschlagen und da speichert sich das alles zwischen. Cool wird es dann natürlich erst, wenn man solche Sachen eingibt wie du wolltest. Ach, das speichert er sogar zwischen. Okay, schade. Ich dachte, das funktioniert. Ja gut, Backslash n ist der Newline-Strich, das heißt, wenn ich hier einfach du wolltest Backslash n, also, dann passiert folgendes. Bei Backslash n wird dann einfach nichts geschrieben und es kommt eine neue Zeile. Ja, also so funktioniert erstmal grob ein Einlesen von irgendwas. Wenn ich jetzt natürlich eine Datei einlese, dann, das werde ich euch in einem extra Video zeigen, das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber ich kann natürlich beim Dateieinlesen mehrere Zeilen haben. Und dann macht man meistens sowas wie, also es wird einfach null zurückgegeben, wenn, wenn hierbei die letzte Zeile erreicht wurde und danach nichts mehr ist, dann kommt null. Das heißt, ich mache hier, da mein Input ja momentan einfach ein leerer String ist, das ist was anderes wie null. Null ist einfach absolut nichts. So, und ich sag, solange mein Input nicht null ist, möchte ich das machen. Das war jetzt gerade mit Steuerung Shift F, nur dass ihr wisst, wie dieses Kürzel funktioniert. Solange mein Input nicht null ist, möchte ich eine Zeile lesen und möchte sie wieder ausgeben. Das macht jetzt hier in diesem Fall wenig Sinn, weil ich ja immer was eingeben kann als Benutzer. Selbst neue Zeile ist eine Eingabe, also nicht null, aber wenn wir an eine Datei rankommen, dann ist die letzte Zeile als null markiert und so lange wollen wir dann eben drüber parsen. Aber wie Dateien funktionieren, das zeige ich euch wann anders, das ist schon eher fortgeschritten. So, ja genau, also das wäre es auch schon, wie man eben diese Strings benutzt. Und zu Exceptions mache ich auch nochmal ein gesondertes Video, ist auch nicht ganz einfach. Aber dass ihr mal wisst, was passiert, wenn ihr hier so eine Methode benutzt von irgendjemand anders, wie zum Beispiel Java, die, die eben hier, da sieht man es, throws IO Exception. Das heißt, die kann hier eine Fehlermeldung schmeißen und dann müsst ihr das eben surrounden mit einem Try-Catch. Und wenn ihr noch was danach machen wollt, selbst wenn eine Fehlermeldung fliegt, dann kann man das in Finally reinpacken.
Also finally sysout no. Ja gut, aber hier fliegt momentan gerade eh keine Exception. Ah doch, es fliegt eine Exception. Nee, es fliegt keine Exception. Also finally wird einfach immer ausgeführt. Also try wird ausgeführt. Dann, falls eine Exception fliegt, wird die IO-Exception hier, also dieser Catch-Block ausgeführt. Und finally wird in jedem Fall ausgegeben, egal ob Exception geflogen ist oder nicht. Und falls eine Exception geflogen ist, ist das dann also wirklich das Letzte, was passiert, bevor euer Programm abschmiert sozusagen. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt hier gerade keinen Scheißdreck verzapft. Mit Exceptions, die sollte man mit Vorsicht genießen. Ich gebe da lieber Null zurück und prüfe alles 5-mal, bevor ich das mache. Aber wenn ihr eine Exception habt, dann läuft euer Programm auch meistens einfach nicht weiter. Weil was würden wir hier machen, wenn wir eine Exception kriegen? Wir wüssten ja gar nicht, was wir tun wollen hier. Wir könnten ja nichts ausgeben. Ja. Also, falls ihr Fragen, Anregungen oder sonst was habt, wie immer in die Kommentare. Und ja, das war jetzt eigentlich schon das letzte Video zum Anfängerteil. Ich möchte mit euch im nächsten Video Listen behandeln und auch die Liste selber schreiben. Das heißt, das nächste Video könnte etwas länger werden. Ist aber eine coole Sache. Die sind viel mobiler als die Arrays, sage ich jetzt mal. Und deswegen echt geil. Ich hoffe, ihr freut euch drauf, das Abschlussvideo zum Anfängerteil zu sehen. Und ja, bis auf weiteres Mal. Ciao.